unter uns befindet sich das Monster El Gran Maia. Angeblich soll sich auch noch unter Wasser ein echter Lamborghini befinden. Und wir werden heute den ganzen See mit unserer Drohne abfliegen. Außerdem werden wir heute mit unserer Drohne unter Wasser tauchen und dafür werden wir sie jetzt vorbereiten. Hier ist der Unterwasserschutz für unsere Drohne, den wir jetzt an unserer Drohne befestigen. Und somit ist unsere Kamera gegen Wasser geschützt. Ihr könnt es sehen, jetzt können wir mit unserer Drohne in den See tauchen. Wir werden unsere Unterwasserdrohne jetzt aus sicherer Entfernung starten. Hinter uns ist der See, in dem sich El Gran Maia befindet. Und wir verschwenden keine Zeit und starten die Drohne mit euch in 3, 2, 1. Wir fliegen mit euch jetzt den ganzen See ab und suchen El Gran Maia. Und da ist auch schon der Eingang des Sees, wo wir mit der Drohne jetzt durchfliegen. Und ihr könnt es sehen, der See ist übertrieben groß. Da kann sich El Gran Maia überall verstecken. Wir starten in 3, 2, 1, Abflug. Guckt es euch an. Oh mein Gott, der ist wirklich riesengroß, der See. Alles ist voller Wasser. Aber Wasser ist normalerweise blau und das Wasser hier ist giftgrün. Ja, warum denn wohl? Weil da El Gran Maia lebt und wohnt. Da ist El Gran Maia. Ihr könnt es sehen, wie groß ist El Gran Maia im ganzen See. Da ist er auf jeden Fall. Haben wir ihn jetzt schon mal gesehen. Und ihr seht es, diese Augen und diese Zähne. So ein großes Maul, der kann damit ja alles fressen. Aus diesem Grund lasst mal einen fetten Like da. Wir haben El Gran Maia im echten Leben gefunden. Mein Herz, ich habe damit niemals gerechnet, dass wir El Gran Maia so schnell finden. Und der ist untergetaucht. Wir müssen jetzt gucken, wann er wieder auftaucht. Und ich sehe da hinten irgendwas Weißes im Wasser. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Das passt gar nicht zu einem See, wenn da drin alles so komisch hinschwimmt. Schaut es euch an. Es ist nicht nur weiß, es ist sogar blau. Das ist giftig. Das ist Gift in dem Wasser. Hat das was mit El Gran Maia zu tun? Wenn ihr das denkt, dann lasst jetzt alle mal ein Like da. Das muss auf jeden Fall was mit El Gran Maia zu tun haben. Ihr könnt es ja sehen. Das ist nicht normal und da ist auch keine einzige Ente. Und es ist noch grüner gewesen als jetzt zum Beispiel dieser Teil. Warte mal, da vorne ist irgendwas. Stimmt, da ist was im Wasser, auf dem Wasser, auf dem Wasser. Ihr könnt es sehen. Oh mein Gott, das ist eine schwarze Ente. Oh mein Gott, Leute, wir haben echt auf dem See eine echte Ente gesehen. Aber die bewegt sich gar nicht. Wie, die bewegt sich nicht? Ihr könnt es sehen, die hat einen roten Schnabel und ist komplett schwarz. Flieg mal ein bisschen um sie herum und näher dran. Ich glaube, die ist aus Plastik. Das kann doch nicht sein. Willst du mir sagen, das ist keine echte Ente? Das ist doch keine echte Ente. Leute, spult zurück und schaut euch an. Das war auf jeden Fall keine echte Ente. Wieso setzt man denn auf dem See eine unechte Ente, eine Fake-Ente rein? Damit keine weiteren Enten auf das Wasser gehen. Oder weil El Gran Maia alle Enten schon gegessen hat. Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Wir müssen mit euch zusammen weiterfliegen. Wir müssen El Gran Maia finden. Schau mal, was ist denn da? Ist El Gran Maia! Schon, wir bewegen uns, Leute. Guck mal, was El Gran Maia da macht. Wie heftig ist das? Und er war ganz nah an dieser Ente dran. Okay, er ist wieder untergetaucht. Ihr habt es gesehen. El Gran Maia ist wieder in dem Wasser. Was hat denn bitte der davor in dem See? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendwie eine Luftblase. Noch eine. Ihr könnt es sehen. Guckt euch mal, was da ist. Ich fliege da mal näher. Könnt ihr das erkennen? Und genau da war gerade eben noch El Gran Maia und neben ihm sind da 3 solche Luftdinger. 3 solche Fontänen, die Wasser nach oben spritzen. Was braucht denn ein See bitte so etwas, das Wasser nach oben spritzt? Da kommt doch das Regenwasser eh von oben runter. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur eins sagen, dass es ganz ungewöhnlich ist, dass man sowas in dem See sieht. Ich sag dir was, das hat auch damit zu tun, dass El Gran Maia in diesem See wohnt. Ich fliege weiter. Schaut mal, das ist eine Ente. Da ist eine Ente, die ist doch eh nicht echt. Doch, die ist echt. Was, das ist eine echte Ente? Schau mal, die ist echt. Die hat Angst. Die will eigentlich weg von dem Wasser, weil die weiß, dass El Gran Maia unter ihr ist. Ja, natürlich, aber jetzt haben wir endlich mal auch eine echte Ente gefunden. Nur mir fällt auf, es ist nur eine einzige. Eine einzige Ente auf dem gesamten See, das ergibt keinen Sinn. Eine echte Ente, eine unechte Ente auf dem ganzen See und ihr seht ja, wie groß der See ist. Und diese Ente hat wirklich Angst und da ist noch eine weitere Ente. Oh Gott, was ist das? Da sind Kabel, die ins Wasser führen. Bei dieser Fontäne. Schaut euch das mal an, das ist doch gruselig. Leute, was macht sowas denn bitte in einem See? Solche Kabel, die aus dem Wasser ragen. Vor allem, das ist Strom. Strom und Wasser ist keine gute Idee. Das will damit bedeuten, dass El Gran Maia da unten gefangen ist. Nein! El Gran Maia! Genau, wenn wir es sagen, kommt er auch noch. Wir dürfen gar nicht mal zu nah ans Wasser fliegen, weil es kann sein, er kommt hoch und schnappt sich unsere Drohne. Wir fliegen jetzt einfach mal hoch mit euch zusammen und gucken uns den See von oben an. Was hältst du davon? Ich verstehe eh nicht, was alles in diesem See ist. Unechte Ente, Kabel mit Strom, solche Wasserfontänen. Was hat das alles im See zu tun? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur eins, dass dieser See extrem groß ist und dass sich in diesem See El Gran Maia befindet. Und am Ufer sind auch überhaupt keine Menschen, als wie wenn die wüssten, dass genau dort, genau da El Gran
Maha wohnt. Ich fliege am besten noch einmal zurück. Da ist er! Das ist Elkran Maja. Oh mein Gott, was macht er? Elkran Maha. Oh mein Gott, er ist untergetaucht. Leute, wir haben dank eurer Hilfe Elkran Maha in diesem Video hier gefunden. Lasst bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch noch unter Wasser gehen müssen. Wir werden auch unter Wasser tauchen mit unserer Drohne heute. Vergesst es nicht, wir tauchen nachher noch unter Wasser. Weil wir jagen Elkran Maha bis zum Schluss. Da könnte sich Elkran Maha super verstecken. In dem Schilf, in den Grashalmen gucken wir jetzt nach Elkran Maha. Ja, weil da kann man ihn nicht mehr sehen. Aber das ja nicht. Guck mal, wir hätten ihn schon längst gesehen, hätte er sich zwischen diesen Grashalmen versteckt. Es kann natürlich auch sein, dass er sich unter den Grashalmen versteckt. Da können wir ihn auf keinen Fall sehen. Wir fliegen jetzt noch 1-2 Minuten mit der Drohne überhalb des Wassers den ganzen See ab und danach tauchen wir mit unserer Drohne ins Wasser ein. Weil mir fällt gerade auf, dass Elkran Maha immer ganz spontan aus dem Wasser kommt. Es gibt hier keine Regel. Er kommt, er geht, er kommt, er geht. Weiterfliegen und abwarten. Das Glück ist auf unserer Seite und auf deiner Seite. Ich folge jetzt mal dem Stromkabel. Ihr seht, das Stromkabel führt an Land. Ja, wohin führen überhaupt diese Kabel? Die müssen ja irgendwo herkommen. Und vor allem, warum Strom im Wasser? Denkst du, ich kann da mein Handy laden im See? Ah, dein Handy laden? Ich weiß es nicht. Warum? Wir könnten mit der Drohne einfach landen und sie laden dort. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ihr seht es aber, da ist ein Kabel und es führt zu diesen Fontänen. Und es ist echt lang. Ich dachte, es wäre nur ein Stück vom Kabel, aber es sind ganz viele, ganz lange Kabel. Wir fliegen nochmal hoch mit euch, weil von oben hatten wir bisher die meisten Chancen, Elkran Maja zu sehen. Vielleicht sehen wir auch nur seinen Schatten, wie er durch den See schwimmt. Sehr gute Idee und ihr schaut auf jeden Fall zu, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr Elkran Maja seht, dann lasst es uns gerne wissen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was jetzt noch alles passiert. Aber das Gute ist, wir wissen, dass Elkran Maha dort ist. Nur, wir wissen nicht, was er vorhat. Da hinten ist irgendwas gerade ins Wasser geflogen, ihr habt es gesehen. Leute, was ins Wasser spult geflogen? zurück, ich fliege näher. Guck mal da vorne, siehst du das? Ja, Das sind Wellen. aber woher soll es denn Da kommen? Kommt da noch was? Ihr habt es gesehen, zweimal. Kommt es vom Himmel? Ich weiß es nicht, vielleicht kommt auch von unten. Wie von unten? Elkran Maja holt Luft. Nein, irgendwas muss ins Wasser gefallen sein. Oder von unten hochgeschossen. Ja, aber woher denn? Ihr seht hier die ganzen Kreise auf dem Wasser, da ist irgendwas passiert. Da ist weder ein Stück Land, noch sind da irgendwelche Menschen und Elkran Maha. Ah, doch, da ist er! Elkran Maja, jedes Mal, wenn du es sagst, ist Elkran Maja da. Ich könnte sehen, was macht Elkran Maja da? Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen. Ich glaube, der hat die Drohne ganz genau mit seinen 100 Augen angeschaut. Er weiß, dass wir den See überwachen mit der Drohne. Aber wir sind nicht alleine, wir haben euch, zum Glück seid ihr noch da, zum Glück schaut ihr das Video bis zum Ende. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt hoch und danach tauchen wir mit Vollgas in das Wasser ein. Ich hoffe aber nicht, dass in dem Moment, wenn wir ins Wasser gehen mit der Drohne, Elkran Maha kommt. Sonst gehen wir einfach mit der Drohne in sein Maul rein. Und das wäre schlecht. Ja, natürlich, dann ist die Drohne im Magen von ihm und da hole ich sie nicht raus. Und das Video wäre vorbei, dann hättet ihr nichts mehr zu gucken. Aber wir müssen schauen, ich will unbedingt wissen, was passiert alles unter dem See? Elkran Maja, schon wieder. Oha, wärst du jetzt runtergeflogen, wäre die Drohne weg gewesen. Freunde, Mann, wir suchen jetzt noch einmal kurz den See ab. Irgendwo muss doch jetzt Elkran Maja hingegangen sein. Wir brauchen jetzt eine Stelle, wo er nicht ist, damit wir sehr, sehr gut reinfliegen können. Ich sehe ihn nicht, er ist weg. Ich sehe nur überall diese blauen Flecken auf dem grünen, giftgrünen Wasser. Bist du dir sicher, dass er jetzt auch wirklich untergetaucht ist? Vielleicht ist er jetzt am Grund vom See. Mach dich bereit, zieh deine Taucherbrille auf. Oh nein. Freunde, macht euch bereit. Wir tauchen jetzt mit unserer Drohne in das Wasser und suchen unter Wasser Jeder Elkran will Maja. doch wissen, was da unten los ist. Was passiert da unten? 3, 2, 1, los geht's! Wir sind im Wasser! Wir sind unter Wasser, Leute! Wirklich? Wir sind wirklich unter Wasser mit der Ich Drohne. fühle mich auch irgendwie voll nass gerade. Okay, wir müssen jetzt Elkran Maja suchen. Ihr wisst es, Elkran Maja ist sehr groß. Wir werden ihn auf jeden Fall leicht finden. Ja, jetzt sind wir endlich da unten. Ich will wissen, was ist mit Elkran Maha unter dem See? Was macht er da hinten? Hey, schau mal da hinten, da liegt doch ein Lenkrad. Stimmt, Leute, seht ihr das? Wir Habt ihr fliegen da das mal hin. Lenkrad gesehen? Da ist ein Lenkrad im Wasser. Was macht denn bitte ein Lenkrad im Wasser? Schaut mal, was da auf dem Lenkrad steht. Da steht Lamborghini. Nein! Nein, wirklich Lamborghini! Das bedeutet, die Geschichte mit dem Menschen, der mit seinem Lamborghini ins Wasser gefahren ist echt? Das haben wir ja ganz am Anfang des Videos erwähnt, dass angeblich da ein Lamborghini in dem See ist. Wir müssen aber nach Elkran Maja Ausschau halten. Wir müssen Elkran Maja suchen. Das bedeutet aber, wenn das Lenkrad hier von dem Auto liegt, dann muss doch irgendwo das Auto liegen. Das Lenkrad kommt doch nicht alleine. Okay. Das muss das ganze Auto da sein. Wir suchen mit euch jetzt das Auto, Lamborghini und Elkran Maja. Da müssen wir zur Zeitung gehen, wenn die Geschichte wirklich wahr ist, dass in dem See ein ganzer echter Lamborghini ist. Okay, ich sehe aber, jetzt sind nur Steine. Siehst du irgendwas? Nein, ich sehe nichts. Wir müssen aber immer noch aufpassen. Elkran Maha kann um jede Ecke kommen. Warte, Schau mal da hinten! Ich sehe auch was. Siehst du das? Ich sehe es, Leute. Wir schwimmen da mit euch hin. Guckt es euch mal an. Ich glaub's nicht! Da ist der Lamborghini.
Ich glaube es nicht. Ihr seht es, da ist wirklich ein 100.000 € teures Auto in diesem See. Ist der wirklich echt? Der ist gelb und echt, ihr seht es. Das ist ein echter Lamborghini im See auf dem Grund. Die Geschichte mit dem Mann, der verzweifelt mit seinem Auto in den See gefahren ist echt. Weißt du, wie alt diese Geschichte ist? Das ist brutal, Leute, Mann. Und dieser Mann wurde vielleicht sogar von Elkran Maya aufgegessen. Schaut mal, er hat keine Reifen mehr vorne. Die Fenster sind offen. Ja, wie krass ist das denn? Das ganze Auto ist einfach im See drin. Okay, das ist echt krass, Leute, dass wir jetzt nicht nur Elkran Maya gesehen haben, sondern auch das Auto. Leute, ihr lasst alle mal ein Like da, weil dann werden wir irgendwann mal an den See gehen und den Lamborghini hochholen. Wir müssen aber jetzt nach Elkran Maha weitersuchen. Wir dürfen uns nicht auf dieses Auto fokussieren. Vielleicht hat ja was damit zu tun. Elkran Maha hat vielleicht dieses Auto gegessen. Elkran Maya! Da ist er! Den riesen Elkran Maha unter Wasser. Das erste Mal, dass wir unter Wasser entdeckt haben. Wie cool ist das denn? Die Frage ist, wo ist er hingeschwommen? Irgendwo versteckt er sich hier hinter diesen Fischen. Das sind ganz kleine Fische. Okay, die beschützen ihn. Aber wo ist Elkran Maha hin? Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Ich sehe ihn auch nicht. Leute, seht ihr Elkran Maya? Ihr seht, wie groß der See ist. Man kann nicht mal bis nach hinten schauen. Wir haben zum Glück euch. Zum Glück schaut ihr dieses Video bis jetzt. Falls du bis jetzt noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt nochmal. Es ist komplett kostenlos. Einfach mal ein Abo da lassen bei Kevin und Flexi. Und wir gehen jetzt auf die Jagd nach Elkran Maha. Und wenn wir hier die 200.000 Aufrufe auf dieses Video schaffen, dann holen wir dieses Auto, diesen teuren Lamborghini aus Wir dem gehen See. an den See mit einem Kran und holen das Auto raus. Für euch, aber wenn Elkran Maha weg ist. Ich wollte gerade sagen, wir können ja nicht einfach in den See. Du weißt, wer da wohnt. Schau mal, was da ist. Was ist das denn? Das ist noch ein versunkenes Schiff. Das ist ein Schiff. Da ist ein versunkenes Schiff in dem See und ein Auto. Aber da sieht man mal, dass das Schiff noch mehr Jahre da unten drin ist. Du siehst es, ja, das ist richtig verrostetes Schiff. Und das Auto ist da seit einem Jahr oder so erst drin. Was ist denn da alles in dem See? Elkran Maha, ein Schiff, ein Lamborghini. Und vielleicht noch ein YouTube-Button, weil ihr abonniert habt. Oh mein Gott, was ist das? Ein Hai. Das ist ein Babyhai. Ein Babyhai ist da noch drin. Krass, aber was hat Elkran Maha bitte mit diesen ganzen Sachen in dem See vor? Okay, unsere Drohne, Mann. Nicht, dass ihr ihren Geist aufgebt. Nicht, dass wir jetzt die Batterie ausgeht. Oder sind wir vielleicht zu tief? Ich glaube, wir müssen ein Stückchen weiter hoch. Wir müssen wieder an die Wasseroberfläche. Du weißt, was das bedeutet, wenn die Drohne einfach auf dem Grund hängen bleibt. Sie ist verloren. Immer. Ich gehe da nicht runter, solange Elkran Maha da unten drin Ich gehe schwimmt. da auch nicht rein. Nicht wegen unserer Drohne. Für den Lamborghini, ja, aber nicht für die Drohne. Nein, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir wieder was sehen. Da ist ein Rochen. Da ist ein Rochen, da sind noch andere kleine Fische. Okay. Die Frage ist, wo ist Elkran Maha hin? Der hat doch da unten bestimmt irgendwo ein Versteck. Wir suchen einfach den ganzen See jetzt ab. Den ganzen Meeresboden. Irgendwo ist der, da bin ich mir zu 100%ig sicher. Okay, aber hier ist nichts. Hier sind nur irgendwelche Algen und Schilf. Steine wahrscheinlich auch, aber ihr seht es, wir sind wirklich ganz tief unten im See. Ich flieg mal weiter mit unserer Drohne, beziehungsweise ich schwimme mal weiter. Oh mein Gott, pass auf! Eine Höhle. Schau mal, wie eng das da ist. Nicht, dass du da irgendwo an der Wand hängen bleibst. Okay, wir schwimmen jetzt ganz vorsichtig durch diese zwei Spalten. Konzentrier dich. Die Drohne darf da auf keinen Fall gegen die Wand fliegen oder schwimmen. Geh in Tauchmodus. Ich bin jetzt im Tauchermodus und wir werden Elkran Maha schnappen und fangen. Da vorne geht's raus auf jeden Fall. Da wird's dann wieder etwas nicht so eng. Wir schwimmen da jetzt auf jeden Fall mit der Drohne raus. Oh Gott sei Dank, wir sind raus aus dieser engen Gasse. Aber du siehst, was das ist. Was ist das? Der Rumpf von Plane Eater. Echt, natürlich. Was, ein ganzes Flugzeug ist da auch noch drin. Es kann nicht sein, was alles in diesem See ist. Dieser See ist unheimlich. Oder einfach, der ganze Elkran Maha hat alles aufgegessen. Schaut es euch mal an. Das ist ein Geländer vom Schiff, oder? Das ist das versunkene Schiff. Sollen wir da rausschwimmen? Kannst du da durchfliegen mit der Drohne? Wir schwimmen da jetzt mit der Drohne durch, Mann. Da Und dann- bin ich jetzt mal gespannt, ob du da durchfliegen Ich muss kannst. aber wirklich aufpassen. Nicht, Pass dass wir auf! anstoßen. Knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh mein Gott, was ist ein Fisch? Da war einfach ein Riesenfisch. Habt ihr das gesehen? Elkran Maha!